Alter, Saskatchewan. Ey, hier liegen zwei. Voll geil. Ich hab grad $2 gefunden. Ich bin jetzt auf dem Ghost Town Highway und es ist sehr warm. Kurze Kaffeepause gemacht in Hazelmore. Hier ist nicht viel. Irgendwie kriegt man hinten eine Cola und da kann man tanken. Aber nett, direkt am Highway. Jetzt geht's nach Limerick. Jetzt nicht wirklich einladend. Man hat den kleinen Coop Store und eine Tankstelle, ansonsten eigentlich nichts. Also weiterfahren. Bisschen scary, aber nicht so scary, als würde ich das heute Nacht machen. Aber quite interesting, nevertheless. Wo bin ich? Ojima. Es ist jetzt wieder kurz vor 7. Ich bin jetzt seit 10 unterwegs mit ungefähr einer halben Stunde Pause. Sagen wir 8 Stunden gefahren. Bin jetzt ein bisschen groggy, mit ein bisschen Glück. Dusche, morgen früh ein Klo. Ja, that's all I need, man. Hunger. Ojima hat eine Trainstation. Ich bin gerade einmal im Block gefahren, aber es ist so klein hier. Ich habe gerade meine Wäsche da in der Maschine, es ist 9:15. Ich hoffe, ich kriege sie noch zumindest gewaschen. Getrocknet nicht, ich glaube der Trockner geht nicht. Tricky situation, aber ich habe gut geschlafen. Ich habe hier mein Armbrot, Rotkohl und Champignons zum 3. Mal in 3 Tagen. Diesmal habe ich ein Private Bathroom mit Vorraum, eine warme Dusche geduscht, mein Akku ist geladen und ich gehe jetzt davon auf den Parkplatz. Ja, Freitagmorgen 8 Uhr, es ist erstaunlich kühl. Ich gehe mich jetzt waschen, frühstücken und dann düse ich ab. Aber gut geschlafen, echt. Ruhiger Platz, total dunkel, ich bin happy. So, jetzt bin ich in Manitoba. Saskatchewan liegt hinter mir. Schon wieder eine Stunde später, schon wieder durch die zweite Zeitzone gefahren. Es ist bewölkt und angenehm frisch. Und was ich da hinten oder da vorne für Wolken gehalten habe vor einer Viertelstunde, scheint ein Bergmassiv zu sein. Jetzt nach einer halben Stunde denke ich, dass das eher doch eine Wolkenformation ist und kein Gebirge. Ist mir auch nicht auf der Landkarte eingezeichnet. The longest pedestrian suspension swinging thing bridge in Canada. Jetzt kurz nach 7, bin gerade in Holland angekommen. Vor Holland haben mir irgendwie so ein Spacko in seinem ARV den Mittelfinger gezeigt, habe ich im Rückspiel gesehen, weil ich irgendwie nur mit 80 fahre und er entweder zu blöd war zum Überholen oder es nicht wollte. Bei 200.000 Kilometern der erste Idiot. Alberta, easygoing people. Saskatchewan, easygoing people. Manitoba, so far. Der einsamste Campground ever. Ist ja gar nichts los, ey. Ich habe kurz eine Dose Bohnen gegessen, den Topf sauber gemacht und war duschen. Immer in Befürchtung, dass da jeden Moment jemand um die Ecke kommt. Dort ziehen's. Ich bin hier gerade in St. Claude. Da hinten ist das Manitoba Dairy Museum. Der Campingplatz ist ausgestorben. Ich will einfach nur gleich in Ruhe pennen. Jetzt wird es nämlich langsam dunkel. Und ich bin müde und habe keinen Bock mehr zu fahren. So, Samstagmorgen, 9:25 Uhr. Wagen ist vollgetankt für 88,9. Ich bin auf dem Weg nach Winnipeg, noch 75 Kilometer. Ich bin gerade in Starbucks und habe hier eine Kaffeepause. Bin kurz vor Winnipeg und ich habe knapp die Hälfte von Kanada bereist. Und hier müssen wir mal gucken, wie ich fahre. Ontario, Quebec.
Bin in Winnipeg, relativ kühl. Finde eh keinen Parkplatz in der Stadt. Stunde aus Winnipeg raus, endlich kein Verkehr mehr. Too many people, too much traffic. Fahre mittlerweile mit angenehmen 75 km/h, weil keiner hinter mir ist. Durch die Pampa, es ist leicht diesig und draußen, aber ganz angenehm kühl nach all den heißen Tagen. Und ich müsste in 20 Minuten in Whitemouth sein. Da soll laut meiner App ein kostenloser, netter, kleiner Campingground sein. For free, that's a keyword. Nicht, dass ich jemand was bezahlt hätte, aber wenn er schon frei ist. Ich glaube übrigens, der gestern war auch frei in St. Claude. Waren keine Schilder, war aber auch niemand. Das war eine dunkle Ecke. Die Leute, die überholen, erblinken mich. In Manitoba überhaupt nicht, nur wenn sie wieder einstehen nach 100 Metern. In Saskatchewan haben sie alle geblinkt und brav abgewartet und überholt. So, jetzt fängt es noch an zu nieseln, dann kann ich ja gleich meine neuen Scheibenwischer ausprobieren. Guck mal, das ist meine Bude hin. Geiler Tisch, ne? Habe ich bei der Salvation Army vor ein paar Tagen gekauft für $4. So, ich bin jetzt in Whitemouth auf dem Campingplatz. Der ist tatsächlich kostenlos. Da sind die Toiletten, da steht mein Auto. Und ich mache mir gerade tatsächlich was Cooles zu essen, nämlich eine Karotte mit Kale, Ginger, Garlic und einer Dose Pink Salmon. Das erste Mal, dass ich nicht im Auto koche. Aber ich stehe gerade ein bisschen warm und trocken. Da ist noch ein Zelt. Ich glaube, da ist aber keiner drin. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, sind gerade die Mücken, die irgendwie nicht aufhören, an mir rumzuknabbern. Das habe ich hier meine Ruhe hoffentlich. Und kann umsonst schlafen. Und die haben eine warme Dusche da. Ich bin ja gestern Abend im Regen hingekommen. Jetzt scheint die Sonne. Es ist ein bisschen bewölkt, aber vorhin war es viel zu warm. Ich habe gerade da vor dem Klohäuschen gesessen, 2 Stunden meinen Blog aktualisiert. Und werde mich jetzt auf den Weg machen nach irgendwo hin. Es ist jetzt irgendwie 14 Uhr, Sonntag. Last stop in Manitoba. Goodbye. It's been half a pleasure. Next stop will be Ontario, just behind the border, some town. So, gerade in Ontario angekommen. I'm pleased to be here. Kommen wir gleich in Kenora, glaube ich, heißt es an. Ja, irgendwie fahren wir die Leute hier ein bisschen zu schnell. Weiß ich nicht. Ich fand das in Saskatchewan ein bisschen angenehmer mit 65. Gerade mit 90 gefahren. Kommt halt nicht so zum Gucken. Also ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie eine vernünftige Route nach unten kriege. Irgendwie so eine Nebenstraße ohne viel Verkehr, weil irgendwie sowas nervt jetzt. Canadian Idiots. Ich würde gerne mit 65, 70, 75 durch die Gegend cruisen. Das ist jetzt doch ein bisschen zu viel Gospelmusik für meinen Geschmack. Ich laufe jetzt nochmal durch Downtown und werde wahrscheinlich gleich wieder zu Walmart fahren und mich da hinstellen. Da weiß ich, was ich habe. Sonntag um kurz vor 10 Dead. Downtown ist ausgestorben. Bis auf die 150 Einheimischen, die da sich das Zeugs anhören. Naja, ich meine, hat schon was, ne? So eine halbdunkle Stadt. Schön beleuchtet. Was ist denn hier wieder los? Die halbe Stadt ist in Aufruhr. Irgendwie sind gerade 5 Feuerwehren und Krankenwagen an mir vorbeigefahren. Hoffentlich kein schwerer Unfall oder so. Weil ich habe Breakfast, werde mit Oma telefonieren und dann tut er irgendwie weiter. Luft ist eigentlich so ein bisschen feucht und warm. Und das ist erst halt kurz vor 10. Ich habe hier an der Straße gerade eine Stunde Pause gemacht, einen schönen Kaffee getrunken und in meinem Buch gelesen. Stehe hier irgendwo am Highway in der Nähe von irgendwas, keine Ahnung. Fahre jetzt nochmal irgendwie da runter, da kommt gleich eine Stadt und dann mal gucken, wo ich heute schlafe. I don't know, man. Die können alle nicht überholen. Diesmal bin ich in
Fort Francis, soweit ich weiß. Bin soweit happy, habe mir Wedgies geholt, habe da zwar noch Grünkohl, weiß nicht, ob ich die noch machen kann. Ich versuche jetzt irgendwie hier ans Wasser zu fahren, das sieht ja irgendwie ganz nett aus auf der Karte. Naja, ich esse jetzt erstmal was und dann mal gucken, wo ich penne. Da hinten ist ein Walmart, aber weiß ich nicht, mal gucken. Das da drüben, das ist Amerika. Das müsste, ich glaube, Minnesota sein. Wir sind hier 1000 Mücken. Ne, ich stehe jetzt hier, mache mir gerade Kale. Dann gibt es die Wedgies. Und dann düse ich wieder ab, irgendwo pennen. Most depressing bathroom in Canada. Oh Gott. But they have hot showers next door, so I'm gonna take a shower. Genial. Ein bisschen verwarzt alles. Ja. Tipptopp, wieder ein Free Shower. I love it. Ich suche mir jetzt irgendwann anstatt einen Schlafplatz und gehe pennen und morgen früh werde ich entscheiden, ob ich hier bleibe oder nicht. Wenn wir sehen, wie das Wetter ist, ne? Gute Nacht.